Die Reeperbahn, sie gilt als Herz des Hamburger Nachtlebens. Aber während manche finden, dass Gewalt hier einfach dazugehört, fühlen sich andere überhaupt nicht sicher. Die Idee für die Kampagne hatten wir, das ist schon sehr gereift, weil uns immer viele Leute angesprochen haben bei den Kieztouren, in den Bars, dass sie gesagt haben, dass sie das Gefühl haben, subjektiv, dass es immer gefährlicher wird, dass es immer aggressiver wird und dass die Zündschnur immer kürzer ist. Ein besonders tragisches Beispiel von diesem Jahr: ein Türsteher des Elbschlosskellers wies 2 Gäste aus dem Lokal und wurde kurz darauf von hinten mit einem Metallmülleimer auf dem Kopf geschlagen. Er starb später an den Folgen. Lars ist während der Arbeit gestorben, während er uns beschützen wollte. Dementsprechend wird er jetzt hier weiterhin über den Elbschlosskeller wachen. Jetzt startet die Olivia Jones-Familie eine neue Kampagne gegen Gewalt. 99, irgendwas Prozent auf St. Pauli kommen mit friedlicher Absicht. Es sind immer nur die kleinen, wie Olivia schön sagte, Vollidioten, die hier auf dicke Welle machen. Und Social Media ist halt ein Verstärker, denn wenn was passiert, dann wird das gleich in die weite Welt rausgetragen. Und genau das ist es, was wir auch wollen. Wir wollen diese Kampagne auf Social Media als Verstärker nutzen, in die Welt raustragen. Und dann haben wir uns überlegt, da es ein bundesweites Phänomen ist, dass wir hier eine Aktion starten, aber auch mit Unterstützern aus der ganzen Republik. Und das ist uns super gelungen. Das zeigt auch, dass es ein Thema ist, was die Menschen wirklich bewegt. Hier ist ja der Bürgermeister von St. Pauli. Auf jeden Fall haben die Organisation, für die ich jetzt stehe, BIT und IG St. Pauli, das mit finanziell unterstützt, weil es uns eben auch an Herzen liegt, weil das die IG ist gegründet worden, um St. Pauli eigentlich, als St. Pauli mal ganz unten lag, Anfang der 80er Jahre wieder nach vorne zu bringen. Und das ist ja auch wirklich, wenn man sich sieht, wie sich das entwickelt hat, das ist ja wirklich ein tolles Ausgehviertel geworden. Und ich sage auch eins, man kann sich hier sicher bewegen. Man muss eben gewisse Verhaltensregeln einhalten und darauf weisen auch diese Plakate mich hin, dass man sich eben nicht provozieren lässt. Dass man, wenn man Ärger sieht, dass man lieber weggeht und auch Hilfe holt. Und das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben hier eine tolle Polizei, die ist wirklich sehr präsent und hilft auch und schreitet häufig ein, wenn es Probleme gibt. Aber wir haben auch sehr viel Personal hier, Leute, wie die Türsteher. Und die sind nicht nur für den Laden da, sondern die achten auch auf die Straße. Und wenn man sich ungut fühlt, es geht ja ganz viel um das Gefühl. Dass man sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine brenzlige Situation, was mache ich? Dann kann man eben den Türsteher ansprechen. Wir halten hier auf St. Pauli zusammen und diese Botschaft und auch diese Botschaft, dass eben Gewalt nicht ins Feierleben gehört, das wollen wir bundesweit verbreiten und da geht St. Pauli voran und auch die ganze Gesellschaft muss in dem Punkt einfach zusammenhalten. Wie soll es weitergehen? Weitergehen soll es jetzt erstmal über Diskussionen. Wir wollen zu Diskussionen anregen und wir wollen natürlich auch diejenigen, die denken, dass Gewalt zum Nachtleben dazugehört, bisschen lächerlich machen, an den Pranger stellen und ihnen einfach sagen, also wer Gewalt im Nachtleben entfacht, ist kein Supermann, sondern ein Vollidiot. Und dass man einfach diskutiert und auch mal so ein bisschen reflektiert, wie ist man selber im Nachtleben, wie kann man so brenzlichen Situationen aus dem Wege gehen und wie kann ich deeskalierend wirken. Und diese Diskussion ist, glaube ich, sehr wichtig und die werden wir natürlich fortführen. Es gab sogar solche Kampagnen, Anti-Nap-Kampagnen in den 50er Jahren. Was ist bei dieser Kampagne neu sozusagen? Naja, das Schöne ist ja, dass St. Pauli ist eine große Familie, die sich immer einsetzt. Und die auch immer über den Tellerrand guckt in die ganze Republik. Weil bei uns auf St. Pauli konzentrieren sich die Probleme, die in der ganzen Republik sind. Und es gibt da eigentlich nichts Neues. Das Neue ist vielleicht, dass jeder mitmachen kann, indem er sich das runterlädt. Das war in den 50er, 60er Jahren natürlich noch nicht so. Aber im Grunde genommen ist eines gleich, dass uns St. Pauli sehr am Herzen liegt als St. Paulianer. Ist es nicht so, dass bestimmte Akteure auf dem Kiez glorifiziert werden? Ja, und genau das prangern wir auch an, dass Menschen im Netz gefeiert werden für Gewalt. Und das ist ein großes Problem, weil heutzutage überall ein Handy dabei ist und Leute das auch selber mitführen, um irgendwelche Storys zu provozieren und sich dann als Held feiern. Und deswegen setzen wir ganz einfach daneben, nee, kein Held,
Vollidiot. Also, und das kann man nicht oft genug betonen. Danke, ja, klare Haltung, finde ich toll. Die Plakate können kostenlos von der Kampagnen-Website heruntergeladen und sowohl an prominenten Orten auf dem Kiez als auch anderswo sichtbar gemacht werden. Und Leute, ganz ehrlich, dies geht raus an alle. Seid einfach ein bisschen lieb, Mann. Das hat noch keinem geschadet.